Guten Morgen, liebe Leute. Ich bin jetzt gerade eben bei Vicuña rechts abgebogen. Eine Straße, die ich kenne. Und jetzt fahre ich hier, ich meinte, eine unbefestigte Straße, dann bald mal rüber nach Hurtado. Jedenfalls geht das Herz auf, so Motorrad zu fahren, einfach wunderschön. Ideale Temperaturen, 21, 22 Grad, wird wahrscheinlich jetzt dann ein bisschen frischer, wenn es in die Höhe geht. Dafür wärmt der Tag langsam auf, es ist jetzt 11. Wunderschön, freut euch mit mir. Ich sehe kaum mehr, was jetzt gerade auf dem Auto stört einfach. Wo bin ich? In Chile? Ich hoffe mal nicht Todeszone. Sollte man wahrscheinlich ernst nehmen. No. I love it. Bei jedem Ausblick gehen die Mundwinkel nach oben. Ich fahre jetzt dreifach blind. Also ohne Navi, ohne iPhone und mit einem Auge. Jetzt haben wir dann gleich eine Passe erreicht schon. Da waren jetzt ein paar wenige Kurven oder kehren hoch. Ein hübsches kleines Pässchen mal hier hoch. Aber mal schauen, was diese Baustelle bringt oder bedeutet. Portezuelo. Jetzt machen wir hier nochmal einen Blick runter. Da komme ich eh nicht durch. Da unten liegt Vicuña. Ein sehr schöner Ort. Es wird kräftig gebaut in Chile, wie gestern oder vorgestern schon. Oh. Wow, das war jetzt super rutschig. Was ist das für ein Belag? Ist das nur der Kies? War ich jetzt gerade sehr überrascht. Das ist jetzt schon ein ganz ekliger Belag. Der sieht so beinahe befestigt aus, ist aber super rutschig. Auch die Polizei muss warten. Okay. Da haben sie mir vor der Polizei Vortritt gegeben. Oh la la. Gracias. Eine wunderschöne Piste. Also die war mal extrem schön. Ja, jetzt wird sie halt breiter und asphaltiert. Wird dann auch immer noch ein schöner Pass sein, aber mir gefallen halt die schmalen, einspurigen Kiesstraßen schon besser. Hört man das zwischendurch? Ich weiß nicht. So ein Geschrei von Vögeln, ich sehe sie gerade nicht. Ich meinte, das wären die sonst immer in Riesenschwärmen unterwegs sind, bunt. Bin aber kein Ornithologe, kann euch da nicht weiterhelfen. Und jetzt kommen hier ein paar Kehren hoch. Bin gespannt, wie das ausschaut. Geradeaus geht's nicht. Es war aber auch früher, glaube ich, nicht so krass, meinte ich. Ich kann mich nicht erinnern, dass das eine richtig herausfordernde Strecke war. Einfach schmal, ja. Mal schauen, wenn ich oben bin, wenn das oben ist, da, so wie es ausschaut, wie die andere Seite dann aussieht. Es wimmelt hier von Observatorien. Tranquilo. Nicht so geil zu fahren, sehr sandig. Da oben geht's drüber, okay. Wow, hier haben wir gerade ein extrem sandiges, steiles Stück. Das mache ich jetzt mit der gebotenen Vorsicht. Oh la la. Und die Sonne steht jetzt so steil.
dass du diese Spurenkamm siehst. Das ist extrem mühsam. Ah, das kenne ich aus. Wo war das? Peru. Bin ich ein Stück Richtung Arequipa gefahren. Das war Horror. Ähnlich. Das ist gar kein geiles Stück hier. Das hat mir also im Ursprungszustand besser gefallen. Portezuelo Tres Cruces. Okay, und jetzt? Mal gespannt, wie der Blick da auf die andere Seite aussieht. Antacari, Circuito Antacari. Oh, oh. Wieso machen die hier eine Umleitung, frage ich mich gerade eben. Vorhin schon. Sieht doch eigentlich gut aus, diese Piste. Aber alles okay. Einmal ein bisschen schottriger. Was meinen die mit 3 Kilometer? Wahrscheinlich die Cuesta. Die Cuesta ist immer ein steiles Stück oder eine Steigung. Wie soll ich dem sagen? Nicht nur... Oh. No. Wow, wow, wow. Jetzt habe ich mich hinlegen sehen zum ersten Mal, doch noch am drittletzten Tag. Nee, das darf nicht sein. Diese Kabel, die aus der Straße ragen. Auch speziell habe ich beim Aufstieg auch schon eines gesehen. Keine Ahnung, was die hier eingebaut haben. Jetzt wird es dann gleich wieder sandig. Ich weiß nicht, was mir lieber ist. Doch eigentlich Schotter, wenn er nicht zu tief ist. Also eigentlich genau wie Sand. Einfach nicht tief. Sand, Schotter, Sand. Ja, also ich brauche jetzt unglaublich viel Zeit für dieses Stück. Ich bin sehr langsam, ihr seht, sehr langsam, vorsichtig unterwegs, aber wie man da oben gerade eben gesehen hat, wohl zu Recht. Ist schon recht tricky. Ja, so hatte ich das irgendwie in Erinnerung, dass sich das diese Bergflanke in diesem Tal hochzieht, die Piste. Allerdings war die echt damals schmaler noch. Weiß nicht, ob man da unten schon Hurtado sieht. Es wird dann kommen, wenn es kommt. Aber ich habe jetzt gerade wirklich keine Ahnung, wie der Fortschritt ist auf dieser Piste, wie ich da so stehe. Ich bin jetzt knapp 30 Kilometer, ja, nicht mal Offroad unterwegs. Hat eine Stunde gebraucht. Naja, mit Fotostops und Umziehpause, Trinkpause. Hurtado ist jetzt dann bald erreicht, oder da war schon eine Art Ortsschild. Und ein wunderschönes Fußballstadion mit Kunstrasen. Die scheinen auf die Jugend zu setzen. Da haben wir Hurtado. Und jetzt geht's dann unbefestigt. Befestigt, lange befestigt. Ein Tal hinunter bis Ovalle. 80 Kilometer. Und dort links weg immer noch befestigt Richtung Monte Patria. Und dann so in etwa 100 Kilometer folgt dann der nächste unbefestigte Abschnitt.
Ja, und ich habe erst 100 Kilometer gefahren. Mir fehlen noch 250. Jetzt machen wir da mal in den nächsten 1,5 Stunden 100. Dann schauen wir mal. Naja, vielleicht brauche ich auch länger. Das ist eine kurvenreiche Strecke. Lange ging es jetzt sehr kurvig, dieses Tal hinunter Richtung Ovalle. Dieses Tal ist einfach sehr, wie soll ich sagen, kultiviert. Also das ist fruchtbar, da sind viele Dörfer. Und jetzt bin ich da schon seit geraumer Zeit wieder auf der gleichen Piste, mit der ich mit Benny vor 3 Wochen etwa hochgefahren bin. Das schöne kleine Sträßchen da auf dieser Seite des Tals. Die Hauptstraße führt da drüben lang. Sehr, sehr fruchtbar die Gegend. Da ist auch ein Staudamm da oben. Da ist Wasser vorhanden. Und dann sieht es dann auch gleich anders aus. Also heute eigentlich beinahe den ganzen Tag. Richtig hübsch dieses Stück hier. Da komme ich mir echt wie in Südfrankreich vor. Der Corbière oder wo? Wo bin ich? In Chile? Naja, ich mag ja die kargen Landschaften, aber wenn es dann mal ein bisschen farbiger ist dazwischen, gefällt das auch. Okay, die Kakteen, die muss man sich wegdenken. Ich bin jetzt von Ovalle südöstlich gefahren Richtung Monte Patria, biege jetzt da ab, um diesen Berg rum, da wo die Wolken sind. Ich werde doch wohl nicht am drittletzten Tag meiner Reise noch Regen bekommen, geschweige denn Gewitter. Es sieht schon nicht ganz so berauschend aus, muss ich gestehen. Es geht hier irgendwie um den Stausee herum. Und da, wenn ich oben beim Stausee bin, könnte ich auch wieder direkt Richtung Monte Patria fahren. Oder eben noch den Berg da mitnehmen, rund um den Berg rum. So meinte ich das auf der Karte gesehen zu haben. Jetzt mal noch eine abenteuerliche Brücke. Einfach keinen Nagel mitnehmen, wäre das Ziel. Ich hoffe, das ist gelungen. Eher eine staubigere Angelegenheit wieder. Hier haben wir eine alte Bahntrasse oder entlang dieses Kanals. Oh, es ist schon sehr unruhig. Aber da unten, da sehen wir jetzt zum ersten Mal die recht große Staumauer. Also kaum hatte ich die Kamera ausgemacht, habe ich auch da diesen Bahndamm, wenn das einer war, verlassen. Das wäre jetzt gerade ein bisschen arg steil. Jetzt geht das hier um diesen Stausee rum. Auf der nordwestlichen Seite. Und dann komme ich auf eine Strecke, die ich eigentlich schon vor 3 Wochen fahren wollte mit Benny, aber wir sind ja dann direkt von Punitaqui nach Ovalle gefahren. Das wäre eigentlich damals schon auf dem Programm gestanden. Es schüttelt richtig, aber eigentlich eine richtig schöne Strecke.
Da ist mir ein Pickup eingangs entgegengekommen. Die haben mir auch nicht so viel Platz gelassen. Also ja, da an dem Damm, da viel Platz ist da nicht. Aber ansonsten jetzt schön und alleine unterwegs hier. Einfach ein bisschen viel Ripio. Aber lieber Ripio als spitze Steine. Ich habe gesehen, dass mein Hinterreifen noch arg, also eigentlich durch ist. Es sind noch etwa 800 Kilometer bis Santiago. Also mehr werde ich nie fahren wollen. Ich hoffe jetzt, dass ich das auch noch so unbeschadet hinbekomme. Wenn es nicht so rüttelt, ist das richtig reizvoll. Allerdings kämpfe ich jetzt gerade mit verschiedenen Schwierigkeiten. Mir ist irgendein, ich weiß nicht, Biene, Wespe, irgendwas Größeres da ins Auge geflogen. Ich habe keinen Stich gespürt, aber das war schon ein größerer Brummer. Aber irgendwie sehe ich kaum mehr was jetzt gerade auf dem Auto. Das stört einfach, sehr mühsam. Dann macht das Navi wieder mal nicht mehr mit. Das hatte eigentlich gestern wunderbar funktioniert. Wahrscheinlich ist es einfach zu heiß, die Sonneneinstrahlung auf die Displays. Das heizt die Geräte dermaßen auf. Und jetzt macht nicht mal mehr das iPhone mit. Auch das hat sich abgedunkelt. Ich fahre jetzt dreifach blind. Also ohne Navi, ohne iPhone und mit einem Auge. Ja, und die Piste, die macht eigentlich kaum Fortschritt. Das ist unglaublich kurvig, macht keinen Höhenunterschied. Das ist wirklich wie ein Kanal. Da rechts, der ist einfach trocken, aber alles auf einer Höhe hier um den See rum. Also ich komme einfach mit dem Osman nicht klar, wenn der einen Track folgen soll. Irgendwie, und ich da schon mittendrin bin, der möchte immer zuerst an den Anfang. Ich bin jetzt da von der Piste unten, die dem Stausee lang ging, auf dieser schmalen, schönen Piste gelandet. Fahre jetzt Richtung Süden ist das, bevor ich dann wieder nach Osten abzweige und dann wieder nach Norden Richtung Monte Patria. Aber jetzt genieße ich mal endlich eine schmale Piste quer über Land, so wie ich es halt kenne. Und sie ist im Moment einfach zu fahren. Und ich denke, es geht da einfach über diese Berge und dann links dahinter in diese Richtung. Irgendwie war das da unten im Dorf wieder überhaupt nicht so, wie ich das mir vorgestellt hatte. Erst dachte ich, es geht wieder dem Kanal entlang. Ich krieg Osman nicht hin, dass der mir in Fahrtrichtung die Anzeige macht. Er macht das gegen Süden und dann ist der Pfeil gegen Norden weg. Das ist doch bescheuert sowas, also echt. Oh. Ich fahre doch nicht gegen mich, ich fahre ja vorwärts. Ich begreife das nicht. Wobei Google hat das letztens auch gemacht, da musste das iPhone neu gestartet werden. Ich weiß nicht, ob da der Kompass irgendeinen Schuss hat, weil ich auf der Südhalbkugel bin oder irgendwie sowas. Also total bescheuert. Ich fahre jedenfalls gegen mich und nicht in Fahrtrichtung. Bisschen Umdenken im Kopf, bisschen Herausforderung. Alles mal 180 Grad drehen. Ne? Und ich kann bei Osman, der lotst mich eigentlich wieder zurück nach La Serena. Das ist doch total bescheuert. Ich sage, er soll den Track navigieren von der aktuellen Position und als erstes lotst er mich zurück nach La Serena, an den Anfangspunkt. Navigieren, wenn mein Garmin versagt, dann bin ich irgendwie am Arsch. Wahrscheinlich täte ein Neustart vom iPhone gut, aber irgendwie so ohne Netzabdeckung gar nichts, das kommt dann wahrscheinlich auch nicht gut. Aber die Piste gefällt mir, mal was anderes, als einfach nur die ganzen Geräte funktionieren und ich mit der Piste kämpfe. Es ist wirklich eine schöne, kleine, schmale Straße.
schauen wir uns mal diese Passhöhe an, wenn denn das eine ist. Okay, auch nicht schlecht. Okay, da vorne in der Nähe der Häuser wird Abzweige sein. Dann fahren wir Richtung Wolken. Kann ja nicht sein, dass Martin Urlaub ist ohne Regen. Motorradurlaub ohne Regen hatte ich noch. Kann ich mich nicht erinnern. Haben wir den Abzweiger. Von da würde man vom Bunit Aki herkommen und ich dachte, das wäre auch Piste. Das war's mal. Okidoki. Jetzt geht's Richtung Monte Patria. Ich habe die Kameras ausgemacht und kam um eine Kurve. Fertig Asphalt. Wir sind wieder auf einer Piste, aber auf einem sehr gut fahrbaren Reit. Eine wunderbare Piste da oben durch Landwirtschaftsland an vielen Bauernhöfen vorbei, Viehgattern. Und jetzt hier leicht runter zur Hauptstraße, die mich dann nach Monte Patria führen wird. Also es ist jetzt eine super Runde, finde ich. Da vom Stausee, dem Stausee entlang, ein bisschen fest, ein bisschen starker, heftiger Ripio, aber wunderbar. Dann das kleine Pässchen hoch. Sehr schön, also vor allem so in dem Zustand, wie die Piste war. Und jetzt hier auch nicht total einfach zu fahren. Ripio, leichter Ripio, da schüttelt es dich halt zu arg. Ja, nur die Wolken da hinter dem Berg, die machen mir schon ein bisschen Sorgen. Wobei, da ist ja eine asphaltierte Straße, da geht's lang asphaltiert in den Tal rein. Notfalls, wenn es denn da hinten regnen sollte, werde ich halt früher versuchen, ein Bett zu kriegen für die Nacht. Ich denke, da ist Infrastruktur vorhanden. Ähnlich wie heute Morgen in Hurtado. Ja, hätte ich ein Navi, könnte ich euch sagen, wie der Ort da vorne heißt, wo ich dann wieder auf die Hauptstraße treffe. Voraussichtlich. Da das Bachbett vorhin sah schon speziell aus und jetzt, haha, sieht man, was man da bei Wasserquerungen für einen Untergrund hätte. War jetzt gerade eben ein größerer Stein. Wenn es denn Wasser hätte im Fluss. Voilà. Ja, das sieht weich aus. Alles im grünen Bereich. Gefällt mir schon besser, wenn ich sehe, was unter mir ist. So, ich bin mittlerweile bei Monte Patria vorbei, ganz kurz gestreift, also nicht mal in den Ort reingefahren und fahre jetzt Richtung Dulauen, heißt das. Das ist südöstlich und von dort müsste dann wieder eine Piste, ein Pass Richtung Comparbala oder in die Nähe führen. So, ich habe nun Dulauen erreicht, bin im Ort drin. Ihr seht, wettermäßig sieht es eigentlich jetzt super aus. Also die Wolken, die sind tendenziell da. Ich fahre in diese Richtung, da sehe ich im Moment keine Wolken auf der anderen Seite. Es scheint tatsächlich, dass ich mal Glück hätte im Urlaub. 53 Kilometer bis Comparbala, den Ort, den ich als Ziel eigentlich ausgesucht habe. Es ist jetzt 4:30. Es müsste irgendwie ja hinkommen eigentlich. Sonst geht's hierhin zurück. Das sieht ja nicht so schlimm aus. Ah, da ist ja angeschrieben. Comparbala. Da geht's hin. Okidoki, dann schauen wir mal, dass wir nach Comparbala kommen. Das sind 52 Kilometer. Google sagt 1,5 Stunden. Das sieht nach einer staubigen Angelegenheit aus. Ich habe das aber irgendwie versucht auf Street View zu verifizieren. Das sah schon so aus wie hier. Also ich meinte eigentlich gut zu fahren.
Ähnlich wie das erste unbefestigte Stück heute. Also nachts, wie immer, ich finde das in diesen Ländern extrem gefährlich. Erstens wegen den Tieren, zweitens, was da für Löcher jetzt gerade waren. Siehst du womöglich dann eher spät. Ja, so viel Platz ist hier nicht im breiten Auto. Na, wohin des Weges? Es geht nochmal auf 1800 hoch, wobei ich bin schon sehr hoch, meine ich. Das wird jetzt auch nicht die ganzen 50 Kilometer so sein. Ich weiß, der letzte Teil, also wahrscheinlich etwa 20 Kilometer, sind ziemlich sicher asphaltiert. Wunderschön die Ecke hier mit den Kakteen, den Felsen, Büschen, das gefällt mir, die Piste. Sauschön. Jetzt kommen wir natürlich auch eher wieder in die Golden Hour rein. Einfach das Licht ein bisschen, die Sonne ein bisschen tiefer steht. So schön. Wenn es einfach zu fahren ist. Sieht irgendwie so aus, als hätte es geregnet. Hier sieht man das. Macht das Freude. Super. Wunderbar. Heute habe ich ein Riesenglück mit dem Pisten. Ja, die erste war leider nicht mehr so schön. Ich habe das Gefühl, ich wäre gleich oben. Mal gucken, ob das Gefühl nicht täuscht. Wenn, dann würden wir jetzt dann einen schönen Ausblick sehen. Gogoti. Genau. Gogoti. Bis dahin ist es wohl eine Piste. Nochmal richtig genießen. Ich werde dann morgen die letzten Offroad-Abschnitte fahren. Es wird aber nicht mehr so hoch hinausgehen wie heute. Hoch 1800 haben wir jetzt. Vorhin meinte ich noch, das ginge da das Tal hinunter. Es geht jetzt aber hier nochmal über einen Pass. Und da war vorhin schon so eine gröbere Stelle. Überall dort, wo Wasser wirkt. Da bin ich jetzt eher überrascht, dass das nochmal hochgeht. Ja, so könnte ich noch wochenlang hier unterwegs sein. Wirklich schön. Es gibt einen Wechsel der Talseite, so wie es aussieht.
größte Herausforderung, wieder mal die spitzen Steine nicht zu erwischen. Au. Da eine Piratenflagge, eine schwarze Flagge. Was soll das bedeuten? Ich hoffe mal nicht Todeszone. Strikte verboten der Zutritt mit einer schwarzen Flagge. Ja, sollte man wahrscheinlich ernst nehmen. Ah, I love it. I love it. Hatte ich jetzt nicht mitgerechnet. Nochmal 2 Kehren. Nochmal. Ich sehe doch den Pass. Los Mozos. Ja, schon sehr schön. Bei jedem Ausblick gehen die Mundwinkel nach oben. Okay. Es ist einfach in dieser Abendstimmung. Wenn das Licht schön fällt, dann leuchtet alles so. So schön mit dem Licht. Also ziemlich genau so hatte ich die Straße in Erinnerung, die ich heute Morgen gefahren bin, die Baustelle. Mal, dass die noch ein bisschen bleibt. Das ging jetzt recht flüssig, die letzten Kilometer. Da war eine Piste eingebogen von Chagneral Alto. Daher war das so eine breite, gut fahrbare Piste. Ich nehme an, ich bin jetzt dann gleich in Gogoti. Das war jetzt ein wundervolles Stück noch zum Abschluss heute. Ich bin extrem froh, das gefunden zu haben auf der Karte. Ui. Jetzt habe ich auf das Schaf rechts geschaut und das links nicht gesehen. Aber der blieb ja cool, der Brocken. Immer noch kein Asphalt. Und vielleicht ist das da vorne auch erst Gogoti. Dann würde ich ja eigentlich eher weniger Fortschritt machen, also weniger schnell vorankommen wie gedacht. Weil da waren 18 Kilometer da oben angegeben und ich bin doch schon recht lange unterwegs. Habe schon viele Fotostops gemacht, aber bisschen überrascht. Heute bin ich viel überrascht. Ja, es liegt auch daran, dass ich keinen Navi habe. Zum 20. Mal. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und freue mich über jedes Like und jedes Abo.